Hallo! Welcome to the German Story Cafe. We learn German through stories. Grab a cup of coffee and let's begin. Ich heiße Clara. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Als ich ein Kind war, war meine Familie sehr glücklich. Mein Vater arbeitete als Mechaniker. Er verbrachte viele Stunden damit, Autos zu reparieren, aber er kam immer mit einem Lächeln nach Hause. Meine Mutter war Lehrerin. Sie war sanft, geduldig und freundlich. Jeden Abend las sie mir vor dem Schlafengehen Geschichten vor. Ich dachte, das Leben würde immer so bleiben. Aber das Leben verläuft nicht immer nach Plan. Als ich 11 Jahre alt war, wurde meine Mutter krank. Zuerst schien niemand Sorgen zu machen. Der Arzt sagte, sie brauche Ruhe. Aber aus Wochen wurden Monate. Anstatt gesund zu werden, wurde sie schwächer. Ich erinnere mich, wie ich ihr zusah, wie sie still in ihrem Stuhl am Fenster saß. Sie lächelte, wann immer sie mich sah, aber ihr Lächeln sah anders aus. Eines Abends setzte sich mein Vater neben mich. Seine Augen waren rot. Er hielt meine Hand und sagte: »Clara, Mama ist sehr krank.« Ein paar Monate später starb meine Mutter. Dieser Tag hat alles verändert. Das Haus fühlte sich leer an, das Lachen verschwand. Mein Vater versuchte für mich zu steig zu bleiben, aber ich konnte seinen Schmerz sehen. Manchmal hörte ich ihn nachts leise weinen. Manchmal sah ich, wie er sich stundenlang alte Fotos ansah. Viele Jahre lang waren wir nur zu zweit. Wir vermissten meine Mutter jeden Tag. Dann, eines Abends, als ich 15 Jahre alt war, saß mein Vater mir am Tisch gegenüber. Er sah nervös aus. Er sagte: »Clara, es gibt da jemanden, den du kennenlernen sollst.« Ich fragte: »Wen?« Mein Vater holte tief Luft. Er sagte: »Ihr Name ist Sabine.« Ich wusste sofort, was er meinte. Ich fragte: »Gehst du mit ihr aus?« Er nickte. Ich wurde wütend, sehr wütend. Es fühlte sich wie ein Verrat an. Ich sagte: »Wie konntest du nur?« Der Gesichtsausdruck meines Vaters wurde traurig. Er sagte: »Clara, niemand könnte jemals deine Mutter ersetzen.« Ich sagte: »Aber du versuchst sie zu ersetzen.« Mein Vater sagte: »Nein, ich versuche weiterzumachen.« Ich weigerte mich zuzuhören. Eine Woche später lernte ich Sabine kennen. Sie kam zu unserem Haus und brachte eine Hähnchenpastete mit. Sie hatte freundliche Augen. Sie sagte: »Hallo, Clara, schön, dich zu kennen.« Ich sah sie einen Moment lang an, dann ging ich weg, ohne ein Wort zu sagen. Das war unser erstes Treffen, und leider wurde danach alles nur noch schlimmer. Sabine bemühte sich sehr, freundlich zu sein. Sie fragte nach der Schule. Sabine merkte sich mein Lieblingsessen. Sie kaufte mir Geburtstagsgeschenke. Aber ich wies jeden Versuch zurück. Wenn sie fragte, wie mein Tag war, antwortete ich mit nur einem Wort. Wenn Sabine versuchte, mir zu helfen, sagte ich ihr, sie solle mich in Ruhe lassen. Wenn sie mich anlächelte, schaute ich weg. In meinen Gedanken war sie der Feind. Ein Jahr später heiratete mein Vater sie. Es war eine kleine Hochzeit. Sabine sah mich an und sagte: »Ich weiß, dass das schwer ist, Clara, aber ich hoffe, dass wir eines Tages Freunde sein können.« Ich verschränkte meine Arme. Ich sagte: »Wir werden niemals eine Familie sein.« Ihr Lächeln verschwand. Nach der Hochzeit zog Sabine bei uns ein. Ich hasste jede Veränderung.
Sie pflanzte Blumen im Garten, sie hängte neue Vorhänge im Wohnzimmer auf. Für mich fühlte es sich an, als würde sie die Erinnerung an meine Mutter auslöschen. Ich wurde ihr gegenüber noch kälter. Jede nette Geste machte mich wütend, jedes Lächeln nervte mich. Mein Vater versuchte oft mit mir zu sprechen. Er sagte, Sabine sorgt sich um dich. Ich antwortete, nein, tut sie nicht. Jahre vergingen. Ich schloss die Schule ab und fand einen Job. Aber meine Beziehung zu Sabine verbesserte sich nie. Dann änderte sich alles. Eines Wintermorgens erhielt ich einen Anruf, während ich bei der Arbeit war. Es war mein Vater. Er sagte, Clara, kannst du ins Krankenhaus kommen? Mein Herz blieb stehen. Ich fragte, was ist passiert? Er sagte, ich erkläre es dir, wenn du hier bist. Ich eilte ins Krankenhaus. Als ich ankam, fand ich meinen Vater in einem Krankenhausbett sitzend. Sabine war an seiner Seite. Sie sah müde aus. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen. Ich fragte, was ist passiert? Mein Vater sagte, ich hatte Herzprobleme, mir wurde schlecht. Mein Vater war schon seit Monaten ins Krankenhaus gegangen. Monate. Und ich wusste nichts davon. Nach dem Termin nahm ich Sabine beiseite. Ich fragte, warum hat mir das niemand gesagt? Sabine sagte, dein Vater wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich starrte sie an. Ich sagte, Monate, Sabine, das geht schon seit Monaten so. Sabine senkte den Blick. Dann sagte sie, ich habe ihn oft gebeten, es dir zu sagen. Ich fragte, das hast du getan? Sabine nickte. Sie sagte, ich dachte, du hättest das Recht, es zu erfahren. An diesem Abend, während mein Vater sich ausruhte, blieb ich im Krankenhaus. Sabine blieb auch dort. Stunden vergingen. Spät in der Nacht bemerkte ich, dass sie immer noch wach war. Ich sah Sabine an und fragte, warum bist du nicht nach Hause gegangen? Du bist schon den ganzen Tag hier. Sabine sah überrascht aus. Sie sagte, dass jemand bei ihm bleiben sollte. Ich starrte sie an. Zum ersten Mal sah ich, wie sehr sie sich um ihn kümmerte. Am nächsten Tag brauchte mein Vater weitere Untersuchungen. Während er weg war, saßen Sabine und ich zusammen. Sie sagte, dein Vater bedeutet mir alles. Ich nickte. Ich sagte, mir bedeutet er auch alles. Sabine lächelte und sagte, Clara, als dein Vater und ich anfingen, uns zu treffen, hat er ständig von dir gesprochen. Er war so stolz auf dich. Er hat dich mehr als alles andere geliebt. Mir stiegen Tränen in die Augen. Ich glaubte Sabine, weil ich die Ehrlichkeit in ihrer Stimme hören konnte. Ein paar Tage später kehrte mein Vater nach Hause zurück. Sein Zustand verbesserte sich. Die Ärzte gaben ihm Medikamente. Das Leben kehrte langsam zur Normalität zurück. Ich fing an, aufmerksamer zu sein. Ich bemerkte, wie Sabine jeden Morgen früh aufstand, um das Frühstück zu vorbereiten. Ich bemerkte, wie sie die Medikamente meines Vaters organisierte. Ich bemerkte, wie geduldig sie mit mir war. Eines Nachmittags fand ich ein altes Fotoalbum im Wohnzimmer. Sabine saß in der Nähe. Ich öffnete es. Darin waren Fotos meiner Mutter. Ich sah Sabine an. Ich fragte, warum bewahrst du diese auf? Sie antwortete, weil sie wichtig war. Ich sagte, du bist nicht eifersüchtig? Sabine schüttelte den Kopf. Nein. Sie sagte, sie war ein Teil des Lebens meines Vaters und sie wird immer meine Mutter sein. Jahrelang hatte ich mir eingeredet, dass Sabine meine Mutter ersetzen wollte. Aber das war nicht wahr. Langsam hörte ich auf, sie als die Stiefmutter zu sehen. Ich begann sie als Sabine zu sehen. Eine freundliche Person.
Eine Person, die jahrelang versucht hatte, mich trotz meiner Wut zu lieben. Es gab etwas, das ich sagen musste. Etwas, das ich schon Jahre zuvor hätte sagen sollen. Ich sagte: „Es tut mir leid, Sabine. Ich war grausam zu dir. Ich habe dir die Schuld für Dinge gegeben, die nie dein Fehler waren. Das hast du nicht verdient.“ Mir stiegen Tränen in die Augen. Einen Moment lang sah Sabine mich an. Ihre Augen wurden feucht. Dann hielt sie meine Hand und sagte: „Es ist in Ordnung, Clara.“ Dieser Moment hat unsere Beziehung für immer verändert. Monate vergingen. Dann, eines Abends, kam unsere Familie zum Abendessen zusammen. Mein Vater schien glücklicher zu sein, als ich ihn seit Jahren gesehen hatte. Ich griff nach Sabines Hand. Sie sah überrascht aus. Ich lächelte und zum ersten Mal in meinem Leben nannte ich sie bei einem neuen Namen. Ich sagte: „Danke, Mama.“ Sabine erstarrte. Tränen füllten ihre Augen. Mein Vater sah schockiert aus. Keiner von uns konnte sprechen. Das mussten wir auch nicht. Einen neuen Menschen zu lieben bedeutet nicht, jemanden aus der Vergangenheit zu vergessen. Meine Mutter wird immer meine Mutter sein. Daran kann nichts etwas ändern. Und Sabine wird immer die Frau sein, die mich nie aufgegeben hat. Die Frau, die unserer Familie geholfen hat, zu heilen. Familien sind nicht perfekt. Sie werden durch Verständnis, Vergebung und Liebe aufgebaut. Meine Stiefmutter war nie der Bösewicht. Sie war einer der nettesten Menschen, die ich je kennen sah. Ich bin dankbar, dass sie ein Teil meiner Familie geworden ist. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, lasst bitte ein Like da, kommentiert, teilt sie und abonniert den Kanal.